Wann wurde die Biogasanlage Gussenstadt errichtet? Die Biogasanlage in Gussenstadt wurde im Jahr 2013 errichtet. Wir sind also im EEG 2012. Mit welchem Hintergrund wurde die Anlage gebaut? Wir kamen auf die Idee, diese Anlage zu bauen, weil wir überlegten, wie wir für die öffentlichen Gebäude, Schule, Kindergarten, Turnhalle, Feuerwehrmagazin und Rathaus günstig Heizenergie zur Verfügung stellen können. Und da sind wir erst bei Hackschnitzel gewesen, haben dann aber erkannt, dass wir nur mit Biogas, mit der dort anfallenden Abwärme, hier einen konkurrenzfähigen Wärmepreis realisieren können. Was ist das Innovative an der Biogasanlage? Das Innovative an unserer Biogasanlage ist, dass wir in jeglicher Richtung flexibel sind. Die erste Flexibilisierung ist die, dass wir unsere Last aus dem Sommer heraus in den Winter verschieben. Wir haben 2 BHKWs, eins mit 205 kW und eins mit 400 kW. Im Sommer fahren wir die Anlage auf 200 kW herunter, so wie der Wärmebedarf des Ortes ist, um dann die Anlage im Laufe des Herbstes zum Winter hin wieder auf Volllast, also sprich 605 kW, hochzufahren. So ist der Wärmebedarf des Ortes. Zusätzlich aber, wenn man jetzt die Energieerzeugung und den Verbrauch in Deutschland anschaut, stellen wir fest, dass wir im Sommer genügend erneuerbare Energien im deutschen Stromnetz haben. Aber im Winter fehlt es an erneuerbaren Energien. Und deswegen müssen wir eigentlich, um auch unser Stromnetz zu entlasten, unsere Last, also vor allem bei Biogasanlagen, die Last mehr in den Winter hinein verschieben, um so dann konventionelle Kraftwerke, sprich Kohle oder auch Gas, aus dem Markt zu verdrängen. Die weitere Innovation ist, dass wir auch von den Inputstoffen absolut flexibel sind. Gülle und Mist, die wo bekanntermaßen energiearm sind, setzen wir hauptsächlich im Sommer ein, nehmen diese im Winter wieder heraus, um dort hauptsächlich mit den normalen Navaros wie Mais oder Ganzpflanzensilage die Anlage zu betreiben. Die weitere Innovation ist auch die Flexibilisierung untertags. Wie ich vorhin schon sagte, machen wir im Sommer ca. 200 kW. Das heißt aber nicht mit einem Motor, sondern wir lassen, wie man es kennt, ist ja früh morgens zum Beispiel und spät abends der Strompreis an der Strombörse relativ hoch. Und dort lassen wir diese Motoren geballt alle beide laufen, speichern dann die Wärmeenergie in unserem Pufferspeicher, um sie dann, wenn die Motoren aus sind, wieder zu nutzen. Was sind die Erkenntnisse aus dem bisherigen Betrieb? Die Erkenntnisse aus diesem bisherigen Betrieb sind die, dass dieser flexible Betrieb sehr gut geht. Der Verschleiß hält sich in Grenzen. Die Einnahmen stimmen. Das Einzige, was wir hätten sollen machen, wäre noch mutiger zu flexibilisieren. Deswegen werden wir im Jahr 2018 nochmal einen Motor mit ca. 400 kW stellen und aber auch zusätzlich nochmal ca. 80 bis 100 Kubik Wärmespeicher aufbauen.